Eine weitere Einkaufstasche aus Elastikogarn, 4 Knäule braucht ihr und eine 3er Häkelnadel. Die Lauflänge ist 160 Meter auf 50 Gramm. Die Tasche beginnt am Boden und wir nehmen als erstes 88 Maschen auf. So, 88 Luftmaschen habe ich fertig. Nun geht es weiter, also vorab, jede Reihe in diesen, wenn wir jetzt feste Maschen häkeln, jede Reihe wird mit einer Wendeluftmasche und am Ende der Reihe oder Runde mit einer Kettenmasche in die erste Wendeluftmasche gehäkelt. Und wir fangen jetzt an, wir häkeln jetzt feste Maschen, die ganze Luftmaschenkette, das heißt von der zweiten, also wir beginnen mit der zweiten Luftmasche, eine feste Masche, bis zur 87., also die letzte Masche am Ende der Reihe. Da häkeln wir 3 feste Maschen rein und häkeln dann auf der anderen Seite wieder zurück feste Maschen. Jetzt haben wir noch eine Masche am anderen Ende der Luftmaschenkette und da machen wir wieder 3 feste Maschen rein. Und in die folgende Masche eine Kettenmasche. Das ist unser Rundenanfang, den markieren wir uns mit einem Maschenmarkierer. Und ihr müsstet jetzt auch 180 Maschen insgesamt haben. Da wir das Filetmuster häkeln, muss die Maschenzahl teilbar durch 30 sein. Deshalb ist es wichtig, lieber nochmal zählen und eventuell dann nochmal eine dazwischen machen, eine feste Masche, bevor ihr die Kettenmasche macht. Dies ist unsere Häkelschrift. Jede Runde wird mit 3 Luftmaschen, also 3 Wendeluftmaschen, als Ersatz für das erste Stäbchen begonnen und mit einer Kettenmasche in die letzte Wendeluftmasche geschlossen. Hier ist es so, das ist das Filetmuster. Das Muster ist, ein Kästchen ist 2 Luftmaschen und ein Stäbchen, immer im Wechsel. Und die gefüllten Kästchen, dieses Salino hier, das bedeutet 3 Stäbchen, Ausnahme in der letzten Runde der Tasche. Aber wir beginnen jetzt erstmal hier unten. Das heißt, die erste Runde haben wir ja schon gehäkelt. Jetzt kommt die zweite, das ist auch nur feste Maschen. Jetzt kommt die zweite Runde, die beginnen wir mit 3 Luftmaschen. Die zweite Runde sind alles nur leere Kästchen. Also wir müssen 60 Kästchen am Ende der Runde haben. Auf beiden Seiten 30. 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Und ein Stäbchen in die dritte Masche.
Ich bin fertig. Ich habe 30 Kästchen. Fertig. Jetzt fangen wir an mit dem Filetmuster in der dritten Runde. Und zwar als erstes wieder 3 Anfangsluftmaschen. Und nun häkeln wir jetzt erstmal 4 leere Kästchen. Und zwar genau hier drüber werden die Stäbchen gehäkelt. Das heißt als erstes 2 Luftmaschen für den Übergang. Und nun ein Stäbchen hier genau in das Stäbchen. Jetzt kommt ein gefülltes Stäbchen. Das heißt, wir häkeln in die Luftmaschenbrücke der Vorrunde 2 Stäbchen und ein Stäbchen in das Stäbchen der Vorrunde. So, das wäre jetzt ein gefülltes Stäbchen. Nun häkeln wir 9 leere Kästchen. Und wieder ein gefülltes Kästchen. Nun wieder 9 leere Kästchen. Und nun wieder ein gefülltes Kästchen. Und 9 leere Kästchen. So, nun kommt die 4. Runde. Da haben wir 3 gefüllte Kästchen und 7 leere Kästchen im Wechsel. Und zum Anfang wieder 3 Anfangsluftmaschen und eine Kettenmasche am Ende der Runde. Das heißt hier am Anfang 3 leere Kästchen. 2 Luftmaschen. So, und nun kommt das erste gefüllte. 2 Stäbchen. Und ein Stäbchen in das Stäbchen der Vorrunde. Dann 3 Stäbchen. Und dann das nächste auch wieder füllen mit 2 Stäbchen und ein Stäbchen in das Stäbchen der Vorrunde. So, nun haben wir 3 gefüllte Stäbchen. So sieht das aus und nun häkeln wir weitere leere Kästchen und zwar 7 Stück. Soweit habe ich jetzt schon mal weiter gehäkelt und nun fangen wir wieder an, den Salino in die andere Seite zu häkeln. Das heißt, in der nächsten Runde werden das hier wieder leere Kästchen, die beiden daneben. Das werden dann 3 Stück in der Reihe. Hier auch. Und dann geht es immer weiter zurück. Jede Runde wieder immer ein Kästchen auf jeder Seite wird ein leeres Kästchen. Also hier auch gleich am Anfang 2 Luftmaschen und ein Stäbchen.
So, jetzt kommt die letzte Runde vor dem Salino. Diese Runde wird durchgehend mit Kästchen gehäkelt. Nach dieser Runde fangen wir dann wieder mit 4 Stäbchen an in diesem Kästchen. Und dann nehmen wir immer weiter zu. Aber wir machen nur ein halbes Salino. Wir haben ja schon 3 in der Höhe und jetzt kommt das 4. und das wird nur zur Hälfte gehäkelt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, nun haben wir die Hälfte von dem Salino fertig. Hier ist jeweils noch ein Kästchen frei. Und die nächste Runde, das wird so sein, dass wir in der gesamten Runde 6 Maschen abnehmen. Und zwar sind das ja 6 Kästchen, die leer sind. Und genau in diesen Kästchen machen wir in der nächsten Runde nicht 2 Stäbchen, sondern nur ein Stäbchen rein und dann haben wir 6 Maschen abgenommen. Also wir häkeln jetzt eine Runde Stäbchen. Eine Kettenmasche und die Runde ist fertig. Nun kommt die nächste Runde. Wir wechseln jetzt auf feste Maschen, weil wir ja den oberen Teil der Tasche häkeln. Und zwar häkeln wir das jetzt mit festen Maschen. Wir machen nur eine Luftmasche zum Beginn und nehmen in der nächsten Runde 22 Maschen ab. Das heißt, wir häkeln immer 2 Maschen zusammen ab, verteilt auf die ganze Runde, je Hälfte 11 Maschen abnehmen. Das heißt, fangen wir gleich an. Eine abgenommen. Häkeln wir erstmal feste Maschen weiter. Und nun wieder 2 Maschen zusammen. Eine Masche, eine Schlaufe holen, die nächste Masche, eine Schlaufe holen und nun eine Faden holen und durch alle 3 durchziehen. Nun haben wir eine Masche abgenommen. Jetzt haben wir schon 2 abgenommen. So, jetzt machen wir die ganze Runde und sehen uns gleich wieder. Das war die 39. Runde. Jetzt haben wir noch 152 Maschen auf der Runde nach den Abnahmen. Und nun kommt die 40. Runde. Da häkeln wir eine Runde einfach nur ohne Abnahmen 152 Maschen. Eine Luftmasche zu Beginn der Runde und dann feste Maschen. Wir häkeln jetzt die 41. Runde und dabei teilen wir die Arbeit für die 2 Henkel und dafür häkeln wir wie folgt. Also erstmal 19 feste Maschen, dann 38 Maschen überbrücken, dafür 50 Luftmaschen häkeln. Das sieht so aus. Also erstmal eine Luftmasche und nun die nächsten 38 Maschen überspringen wir und dafür machen wir 50 Luftmaschen. So, und in die 39. Masche weiter häkeln, anmaschen. Nun häkeln wir 38 feste Maschen und dann wieder 50 Luftmaschen für den zweiten Henkel.
Die letzten 19 Maschen sind auch feste Maschen. So, jetzt noch 5 Reihen feste Maschen, dann natürlich über die Henkel rüber häkeln. Das sind insgesamt 176 feste Maschen und dann mit der 46. Runde sind wir fertig. Also 5 Runden feste Maschen. So, die Tasche ist fertig.